Der 340-Cypher, der ungelöste Code des Zodiac-Killers. Was den Killer so interessant machte, waren nicht nur seine Taten, sondern auch die verschlüsselten Botschaften, die er verschickte. Die erste von insgesamt 4 dieser verschlüsselten Nachrichten verschickte er nach dem Mord an Dylan Farron, also nach der zweiten Tat. Der Code wurde auch der 408-Cypher genannt, weil er insgesamt aus 408 Zeichen bestand. Diesen Code teilte er durch 3 und verschickte es dann an 3 verschiedene Zeitungsverlage. Das sind jetzt die einzelnen Teile des Codes. Diesen Teil verschickte er an den Times Herald, diesen Teil an den Chronicle und diesen Teil an den Examiner. Hier haben wir nochmal alle 3 Teile im Überblick. Und zusammen ergaben diese Teile eine Nachricht, die wie folgt lautete: Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß, als Tiere im Wald zu töten. Denn der Mensch ist das gefährlichste Tier von allen. Es ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser, als es mit einem Mädchen zu treiben. Das Beste daran ist, wenn ich gestorben bin, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und alle, die ich getötet habe, werden dann meine Sklaven sein. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten, weil ihr sonst versuchen werdet, mich aufzuhalten oder zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Dieses Buchstabensalat am Ende hat wahrscheinlich keine Bedeutung und ist damit zu erklären, dass er es hinzufügte, um auch den letzten Teil auf 136 Zeichen zu bringen, sodass jeder Teil gleich lang war. Die Schwierigkeit an diesem Code war, erstens, dass man nicht wusste, welcher Teil der Anfang war, und zweitens, mit welcher Methode er den Code verschlüsselt hatte. Einzelne Zeichen findet man zwar in Codebüchern wieder, aber in keinem Buch kann man auf so eine komplexe Verschlüsselung zurückgreifen. Das heißt, dass der Killer diese Methode zum Teil selber erfunden hat. Zudem machte er Fehler in der Verschlüsselung, zum Beispiel Dangerous, Animal oder Paradise waren falsch codiert oder bewusst falsch geschrieben. Und auch dieses Buchstabensalat am Ende hat wahrscheinlich für Verwirrung gesorgt und somit die Entschlüsselung erschwert. Trotz allem wurde dieser Code nur 3 Tage später von dem Ehepaar Dalton Betty Allen geknackt. Nicht weil dieser Code einfach zu lösen war, denn an diesem Code hatten sich die Experten der CIA, FBI und NSA die Zähne ausgebissen, sondern weil das Ehepaar mit ihren Instinkten richtig lag, zum Beispiel, dass der Killer mit Ich anfangen und von Töten sprechen würde. Auch wenn die heutigen Experten der Meinung sind, dass dieser Code im Gegensatz zu dem zweiten einfacher war zu lösen, bin ich der Meinung, dass die Hans eine unglaubliche Arbeit vollbracht hatten. Denn im Nachhinein lässt es sich natürlich einfach analysieren, wenn man die Lösung kennt. Ich denke, dass wenn die Hans es damals nicht geknackt hätten, dass auch dieser Code bis heute ungelöst wäre. Der 340-Cypher ist der zweite Code des Zodiac-Killers, das einen Monat nach dem Taximord verfasst wurde. Der Code besteht aus insgesamt 340 Zeichen. Er ist bis heute ungelöst und ist auch in vielen Büchern, die über Verschlüsselung, Codes oder Kryptographie handeln, wiederzufinden. Er ähnelt dem ersten Code, dem 408-Cypher, nur dass der aus 54 verschiedenen Symbolen bestand, während dieser hier 63 unterschiedliche Symbole enthält. Das erhöht natürlich nochmal die Schwierigkeit bei der Entschlüsselung. Der erste Code wurde mit einer sogenannten homophonen Verschlüsselungstechnik verschlüsselt. Das heißt, dass ein Buchstabe durch ein Symbol ersetzt wird, wobei ein Buchstabe durch mehrere Symbole ersetzt werden kann. Um zu zeigen, was ich meine, öffne ich mal die Seite oranchak.com von dem Zodiac-Experten David Oranchak. Hier können wir versuchen, so eine homophone Verschlüsselung zu entschlüsseln. Mal angenommen, wir setzen dieses Dreieck durch den Buchstaben I. Dann werden alle Dreiecke im Code mit einem I entschlüsselt. Das machen wir jetzt auch mal. Dieses Symbol ersetzen wir mal durch ein L. Dieses P durch I. Wie Sie sehen, haben wir jetzt schon 2 Symbole durch ein I ersetzt. Diesen Schrägstrich ersetzen wir mal durch ein K. So, jetzt können wir vielleicht schon Wörter erraten. Was könnte es sein? I like killing people vielleicht? Ich töte gerne Menschen. Wie wir sehen, geht es bisher ganz gut auf. Und nach entschlüsselt man halt so einen homophonen Code. Wie Sie schon gemerkt haben, ist das der 408-Cypher, der Code, der von den Hans auf diese Weise geknackt wurde. Auch den zweiten Code, den 340-Cypher, kann man hier auf diese Weise versuchen zu entschlüsseln. Vorausgesetzt natürlich, dass der Killer dieselbe Methode angewandt hat.
Seit mittlerweile 50 Jahren jetzt ist dieser Code ungelöst. Wie könnten wir es aber trotzdem schaffen, ihn zu brechen? Die Hans hatten bei dem ersten Code schon eine gute Vorgehensweise, indem sie sich überlegten, was der Killer sagen könnte. Diese Frage können wir uns auch hier stellen. Welche Botschaft könnte der Killer uns hier mit diesem Code mitteilen wollen? Vielleicht finden wir in seinen Briefen etwas darüber heraus. Gehen wir sie mal chronologisch nach dem ersten Code durch. Oktober 69, 3 Tage nach dem Mord an Paul Stein, schickt er einen Brief an den Chronicle, in dem er sich zu der Tat bekennt und folgende Drohungen ausspricht. Schulkinder geben nette Ziele ab. Ich denke, ich sollte eines Tages meinen ganzen Schulbus abknallen, einfach die Vorderreifen platt schießen und die Kinder vornehmen, die einzeln herausgehüpft kommen. Sie können sich vorstellen, was das für eine Panik in San Francisco ausgelöst hat. Er hatte jetzt die volle Aufmerksamkeit der Bevölkerung und ist in den Medien präsenter denn je. November 69, er schickt den 340-Cypher und einen Tag später den 7-seitigen Brief, den wir bei dem Taxifahrermord durchgenommen haben. Unter anderem droht er darin mit einer Bombe die Kinder auszulöschen. Dezember 69 schreibt er an den Staranwalt Melvin Belli, angeblich, dass er sich ergeben will und es nicht kann. Wahrscheinlich ein Jokebrief, um ihn zum Narren zu halten, weil dieser versuchte, ihn in den Medien dazu zu bewegen, sich zu stellen. April 70, jetzt wird's interessant. Übrigens, habt ihr schon den letzten Code geknackt, den ich euch geschickt habe? Mein Name ist. Er schickt also seinen dritten Code. Dieser ist aber wahrscheinlich viel zu kurz, um ihn knacken zu können. Dass er nicht seinen richtigen Namen preisgibt, ist glaube ich auch klar. Viel wichtiger ist, dass er sich nach dem 340-Cypher erkundigt, ob dieser schon geknackt wurde. Denn es sind 5 Monate vergangen, ohne dass er etwas darüber gelesen oder gehört hat. Zu der Zeit hatte die Polizei beschlossen, seine Briefe nicht mehr zu veröffentlichen, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Zwischen den 28. April und den 24. Juli verschickte er 3 weitere Briefe, unter anderem einen weiteren Code, den 4. und letzten, den sogenannten Diablo-Code, der angeblich angibt, wo eine Bombe versteckt sein soll. Nur 2 Tage später, am 26. Juli, schickt er einen Brief, den wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen sollten. 26. Juli 1970. Er schreibt im ersten Teil des Briefes, dass er seine Opfer, die er als Sklaven ansieht, foltern wird. Der Text lautet wie folgt. Hier spricht der Zodiac. Ich werde neben allen anderen, was ich noch tue, alle meine 13 Sklaven, die im Paradies auf mich warten, foltern. Manche werde ich auf einen Ameisenhaufen festbinden und zusehen, wie sie schreien und zucken und sich winden. Einigen werde ich Holzsplitter unter die Fingernägel treiben und sie anzünden. Andere sollen in Käfige gesteckt und mit Pökelfleisch gefüttert werden, bis sie vollgefressen sind. Dann höre ich zu, wie sie mich um Wasser anflehen und lache sie aus. Manche werde ich an ihren Daumen aufhängen und in der Sonne schmoren lassen. Dann werde ich sie abreiben, um sie ein wenig aufzuwärmen. Und wieder anderen werde ich die Haut bei lebendigem Leib abziehen und sie schreiend herumlaufen lassen. Und alle Billardspieler werde ich in einem dunklen Verlies spielen lassen, mit krummen Füßen verbogenen Schuhen. Ja, ich werde großen Spaß haben, meinen Sklaven die köstlichsten Schmerzen zuzufügen. Der rot markierte Teil ist aus der Operette Mikado von Gilbert and Sullivan aus dem Abschnitt A More Humane Mikado. Im zweiten Teil des Briefes hat er bis auf wenige Veränderungen den kompletten I've Got a Little List Abschnitt des Mikados zitiert und am Ende des Briefes fügte er hinzu, bei dem Diablo-Code, also dem letzten Code, den er geschickt hatte, geht es um Einheitswinkel und Längenangaben. Was will er uns damit sagen? Wieso zitiert er erstmal einen Teil aus dem Abschnitt A More Humane Mikado, um dann den kompletten I've Got a Little List Abschnitt runterzuschreiben? Und wieso erwähnt er den Diablo-Code? Gehen wir mal zurück zum 340-Cypher und den 7-seitigen Brief, den er einen Tag später schickte. Am 8. November schickt er den 340-Cypher und schreibt unter anderem folgendes. Ich dachte mir, ihr würdet etwas zum Lachen brauchen, bevor ihr die schlechten Nachrichten hört. Mit schlechten Nachrichten ist der Brief mit der Bombendrohung einen Tag später gemeint. Mit etwas zum Lachen meint er den 340-Cypher. Also in dem Code muss etwas drin stehen, was witzig sein soll. Ich habe gelesen, dass die Operette Mikado so etwas wie ein schwarzer Humor sein soll. Könnte es sein,
dass der Code etwas mit dem Mikado zu tun hat? Gucken wir uns mal den Brief einen Tag später an, den am 9. November. Ich habe mir angeschaut, welches Wort am häufigsten im Text auftaucht. Es war das Wort shall, häufig I shall, ich werde. Dann bin ich seine ganzen Briefe durchgegangen, um zu gucken, ob er dieses Wort in einem anderen Brief auch so häufig verwendet hat. Und siehe da, in dem Brief vom 26. Juli, wo er den Mikado zitiert, taucht das Wort im ersten Teil ganze 9 Mal auf. Nicht nur das, auch dieses Pluszeichen, das er anstelle von und verwendet, taucht in keinem anderen Brief häufiger auf als in dem Brief vom 9. November. Und in dem 340-Cipher ist das Plus das mit Abstand am häufigsten verwendete Symbol. Könnte es sein, dass dieses Plus im Code an einigen Stellen das Wort und ersetzt? Wie lautete nochmal die Nachricht beim ersten Code, den die Hans geknackt hatten? Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß, als Tiere im Wald zu töten. Denn der Mensch ist das gefährlichste Tier von allen. Er ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser, als es mit einem Mädchen zu treiben. Das Beste daran ist, wenn ich gestorben bin, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und alle, die ich getötet habe, werden dann meine Sklaven sein. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten, weil ihr sonst versuchen werdet, mich aufzuhalten oder zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Er sagt also, dass seine Opfer seine Sklaven sein werden im Paradies, wenn er wiedergeboren wird. Was stand nochmal in dem Mikado-Brief? Ich werde, neben allen anderen, was ich noch tue, alle meine 13 Sklaven, die im Paradies auf mich warten, foltern. Manche werde ich auf einen Ameisenhaufen festbinden und zusehen, wie sie schreien und zucken und sich winden. Einigen werde ich Holzsplitter unter die Fingernägel treiben und sie anzünden und so weiter. Also er schreibt, was er seinen Sklaven im Paradies, die auf ihn warten, antun wird. Das wäre doch die perfekte Fortsetzung des ersten Codes. Im ersten Code schreibt er, dass die Menschen, die er getötet hat, seine Sklaven sein werden im Paradies. Und im zweiten Code, was er seinen Sklaven im Paradies antun wird. Ich bin der Meinung, dass genau das im zweiten Code drin steht. Deshalb schreibt er auch unter dem Brief, dass es bei dem Diablo-Code um Einheitswinkel und Längenangaben geht, weil er uns mitteilen will, hier Leute, das ist der 340-Cipher und bei dem Diablo-Code gebe ich euch einen Hinweis, wie ihr es lösen könnt. Doch wieso teilt er uns das alles überhaupt mit? Die Antwort ist, weil er die Aufmerksamkeit vermisst. Er ist verzweifelt, da die Medien nicht mehr über ihn berichten. Diesen Brief schickt er nur 2 Tage, nachdem er schon am 24. Juli einen Brief geschrieben hatte. Er schreibt den kompletten Little List-Teil runter, ohne dass es irgendwie einen Sinn ergibt und deutet dann auf den Diablo-Code hin. Er möchte, dass sein Code gelöst wird, damit die Aufmerksamkeit wieder auf ihn gerichtet ist. Mit dem Hinweis spielt er sozusagen seinen letzten Trumpf aus. Was können wir über seine kryptografischen Kenntnisse sagen? War er ein Experte? Einige sind der Meinung, ja, denn 3 seiner Codes sind immer noch ungelöst. Andere wiederum halten ihn für einen Laien und sind der Meinung, dass die Codes gar keine Botschaft enthalten, dass der Killer es nur verfasst hat, um die Leute auf den Arm zu nehmen. Ich glaube, er war sehr überrascht, dass sein erster Code so schnell geknackt wurde, obwohl er nicht einfach war. Deshalb hat er versucht, den zweiten Code um einiges schwieriger zu gestalten. Und wie wir sehen, ist ihm das auch gut gelungen. Ich denke, er war kein Experte, aber ein Laie war er sicherlich auch nicht. Er hatte auf jeden Fall Erfahrung mit Verschlüsselung gehabt, ein gewisses Hintergrundwissen war vorhanden, denn sonst wären seine Codes, zumindest der 340-Cipher, nicht seit 50 Jahren unlösbar geblieben.